Die Arbeiten laufen hier wunderbar. Wie man sieht, das Tor ist da. Mal gucken. Treppe ist da. Klar, ist noch nicht lackiert und so. Da muss noch Anti-Schutz rein. Quatsch, Anti-Rostschutz. Und geht schön runter für die ganzen Arbeiter, sei es jetzt Gärtner oder Poolboy, wer es mag, ne? Damit die Leute nicht durch Haus wackeln. Ist jetzt eine Treppe gemacht worden hierhin. Und habe ich auch gleich eine Garagentour gemacht. Und das ist jetzt die Mauer. Ah ja, was heißt eine Mauer? Ein kleiner Sichtschutz. Die Mauer ist hier vorne. Quatsch, Garagentor. Da muss natürlich noch ein Motor dran. Ja. Auf jeden Fall können die Leute jetzt nicht einfach mal so drauf gehen aufs Dach, weil ging mir ja auch schon so total auf den Zünder. Dass die Leute einfach so aufs Dach gehen, eine Runde drehen und dann von oben runter glotzen. Nö. Das ist jetzt vorbei damit. Jetzt ist ein Tor davor und gut ist. Und man konnte eigentlich auch von oben reingucken, ins Haus rein. Das will auch kein Mensch haben. Deswegen musste da irgendwie bestand da Handlungsbedarf. Die Wände sind jetzt hier schon gestrichen auf der Rückseite, weil man kommt da niemals hier dran. Weil da braucht man ein Gerüst, 12 Meter hoch. Und naja, ich sehe da gerade einen Fehler, das muss ich mal kurz bemängeln. Die Mauer ist so schwer, da braucht man echt einen LKW für. Also Quatsch, einen Kran. Wenn das noch schön gestrichen wird, sieht richtig hübsch aus. Kann man nicht anders sagen. Also mir gefällt es richtig. Einen schönen guten Abend. Gruß aus Alanya. Ich bin jetzt hier. Ich habe den Garten ein bisschen vernachlässigt. Ja, ich glaube nicht, wie schnell Unkraut wachsen kann. Also hier habe ich soweit mit der Hand alles weggeruppt. Ne? Achso, hier ist übrigens jetzt die neue Treppe. Meine Aufnahme von unten. Dann habe ich hier habe ich auch alles weggeruppt. Naja, jetzt nicht 100%, aber das sah ja richtig schlimm aus. Richtig schlimm. Man hat ja gar nichts gesehen. Und ich musste ja was dagegen tun. Ich habe mir übrigens hier überlegt gehabt, hier so eine, wie nennen wir das, Feuerkuhle zu machen. So hier, von hier, so eine Sitzecke bis hierhin und dann bis hierhin. Und in der Mitte so eine Feuerstelle mit ja, wo man halt Lagerfeuer machen kann abends oder grillen, wenn man möchte. Weil hier ist, glaube ich, der optimalste Platz. Warte mal. So, stellt euch mal vor, ihr sitzt dann hier und grillt schön. Oder macht ein Lagerfeuer. Abends kommt bestimmt toll zur Geltung. Gläschen Wein vielleicht. Den Pool im Blick. Abends noch mit der Beleuchtung da drin. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Aber wer weiß, wie viel das wieder kostet. Und ja, Problem hierbei ist, man muss halt gucken, wie tief man hier kommt. Ne? Also man hat mir gesagt, man kommt hier maximal noch mal 10 oder 20 cm tiefer. Weil mehr haben wir hier an Erde nicht aufgeschüttet. Geplant war eigentlich, dass wir hier Garten, also quasi Grasen machen. Hier sollte eigentlich der Weg nach unten gehen. Hier sind nochmal, werden 400 Quadratmeter entstehen. Die sind noch nicht gemacht. Aber haben wir jetzt überlegt, den Abgang da hinten zu machen und da runter zu gehen in den Garten. Weil die Ecke ist nicht dafür geeignet. Aber dafür die Ecke hier. Tja, das sind halt immer so schöne Ideen, die man haben kann. Ne?
Haus hat ja jetzt Iskan, ne? Und ein Wink an Thomas. Ich krieg doch was fertig und nicht alles halb. Aber der Rest ist dann halt, sage ich jetzt mal, Luxus oder Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, aber man machen könnte. Ah, hier. Den Garten hier habe ich auch so weit geruppt, wie ich konnte. Der Rest ist da also so viel scheiß Arbeit, ne? Ich muss ja mal das Schlimme zeigen. Hier habe ich auch so weit geruppt alles. Aber das ist nur noch Gras mit Wurzeln und hin und her. Hier ist es noch so richtig hoch. Ja, ich habe mich hier ein bisschen durchgekämpft. Hier so ein bisschen durchgekämpft. Und da hinten ist wieder so, oh, Riesenteil. Also ist das schon, oh. Überlegt euch mal, der ganze Garten war so voll gewesen. Heftig, oder? Kannst du nicht machen. Kannst du nicht, echt nicht machen. Also Unkraut wächst hier extrem schnell. Wir haben, ach so, habe ich noch gar nicht gezeigt. Wir wollen ja demnächst auf jeden Fall noch den Garten irgendwie bewirtschaften. Und da ich nicht weiß, wie die ganzen Landschaftsbauer hier arbeiten oder Gestalter, habe ich mir gedacht, rupfe ich das Ganze selber mal an den Wurzeln. Pack an den Wurzeln sozusagen selber. Bevor die das einfach nur einbuddeln und das kommt dann wieder raus oder so. Ne? Ich habe mir dann hier jetzt, Erde bestellt schon mal. Und das muss dann auf die ganze Fläche noch verteilt werden. Ja, ich habe auch noch einiges vor mir. Bevor halt die Landschaftsgestalter kommen, will ich auf jeden Fall die ganzen Sachen hier entwurzeln und ja, wegschmeißen erstmal. Hab noch viel vor mir. Immer viel zu tun, wisst ihr selber. Auch wenn es nur Unkrautjäten ist. Bis dann, ciao. Ich habe hier, momentan wollte ich das noch mal zeigen. Hier ist noch ein zu großes Loch. Da krabbeln die einfach durch. An der Seite entlang habe ich extra noch so ein blaues Brett dahin gemacht. Und gehen da hinten hin zu den ganzen Geräten. Und wollen die zerstören am liebsten. Ne? Das muss natürlich unterbunden werden. Deswegen habe ich jetzt hier eine Tür gemacht. Aber trotzdem noch hier Paletten davor, weil die da drunter durchgehen können. Solange die Erde noch nicht hier aufgefüllt ist, habe ich ein Problem. Das Haus ist noch irgendwie in der Luft, wie man sieht. Hier muss noch viel Erde rein. Ich zeige euch mal die Treppe, wie sie bisher geworden ist. So. Also, das sieht natürlich sehr rostig aus, klar. Weil da ist kein Anti-Rostschutz drauf. Und der erste, nach einem Regen sah das dann irgendwie so aus. Da muss natürlich noch Schutz drauf, Farbe drauf und dann ist es erledigt. Aber das mache ich erst dann, wenn die Schmutzarbeiten, sage ich jetzt mal, hier in diesem Haus erledigt sind. Hier müssen noch zig Leute hoch und runter, bevor die alles wie gewohnt zerstören. Ne? Mache ich die schönen Arbeiten erst später. Ich zeige euch mal den Turm, die Tor, Mensch. So, das ist die Rückwand. Ist mittlerweile da, das Tor auch. Motor muss noch kommen, fehlt noch. Ja, so soll das dann irgendwann aussehen. Und das geht dann bis da hinten hin. Kann man hier auch mal einen Haken dran setzen. Ich zeige euch das mal von draußen. Ich hoffe, die Sonne blendet jetzt nicht so. So ist das die Mauer mit dem Tor. Ah, schon ein großer Unterschied, ne? Zu vorher und bis da hinten hin. Das Rote, was ihr seht, das ist Rostschutz. Ist schon mal vorbereitet worden zu Malern. Wird bestimmt hübsch aussehen. Aber ich habe mir 2 Angebote wieder eingeholt. Das erste Angebot ist mit Streichen, kostet 13.000 Liter, also 57 Euro oder was, ohne die Farbe. Und wenn ich dann, ich habe auch schon eingesehen gehabt mit Kompressor, der Farbe drauf sprüht, ist auch eine Möglichkeit. Der macht normalerweise Autos und so. Man sollte meinen, dass das eigentlich drauf haben sollte.
Der will aber 23.000 Liter haben. Ach, falls ihr einen Maler kennt, der sowas ordentlich machen kann, also keine Farbnasen, ordentlich gestrichen, gleichmäßig aufgetragen, dann wäre ich über jede Hilfe dankbar. Und dann könnte ich endlich das streichen, das Ganze, weil so gut es auch aussieht, es muss einfach noch gestrichen werden. Ne? Hier an die Rückwand kommt man nie mehr wieder dran, nur mit Gerüst nächstes Jahr zum Nachstreichen. Ja, wer ihn alleine lebt, der kann mir gerne einen Tipp geben und dann schaue ich mir das mal an. Bis dann, einen schönen Tag noch. Tschüss.